das 2.999 € Wohnmobil. Ein richtig geniales Wohnmobil mit Dusche, mit allem drum und dran für 2.999 €. Hallo Can. Hi. Das geht mit Boxtool und wir können euch direkt mal zeigen, wir machen mal auf. Bitte Can, mach mal auf. All das haben wir gebaut für 2.999 €. Und zwar, ihr werdet gleich die Funktion sehen. Es ist so einmalig, sogar der Boden ist im Preis mit drin. Du siehst hier also die ganzen Elemente von, ich will jetzt nicht zu viel verraten, wir haben die Bauherren, nämlich hier, da ist die Dusche, da ist die Toilette drin, da ist ein Riesenbett mit eingebaut, eine Face-to-Face-Sitzgruppe, all das ist drin. Wir haben großen Beamer, hier läuft gerade German Television, ist noch ein bisschen hell und wir sind in Karlsruhe. Und diese Story von den Erfindern, die aus Bayern kommen, die müsst ihr kennenlernen. Und alles basiert auf diesem Würfelsystem, das man jetzt nicht mehr sieht. Es heißt boxtool.com, ein komplettes Wohnmobil. Hallo Jörg, ich grüße dich ganz herzlich. So, jetzt sind wir in Karlsruhe bei dir. Ja, Karlsruhe ist nicht Bayern, ne? Ich habe geschaut, da war dazwischen ein so ein Schild mit Baden-Württemberg, aber wir sind vorsichtig dran vorbeigefahren. Nein, wir sind gerne hier. Du hast einen coolen Kollegen, du bist auch aus Oberbayern, ne? Ich komme auch aus Bayern, ja, hallo, ja. Ich bin der Markus. Hallo Markus, grüß dich. Ja, es ist dein Sprinter und das ist die Can, die kennt ihr ja schon. Der Trick ist, du kaufst dir einen gebrauchten Kastenwagen. Also der ist jetzt echt gut in Schuss, der war gar nicht mehr so teuer, aber so einen zu finden war auch gar nicht so einfach, oder? Ach, das ist gar nicht mehr so schwer. Also der hat jetzt 50.000 Kilometer oder knapp drüber. Für 30.000 €, das ist zu finden, überwiegend nicht in Bayern, sondern mehr so im Westen Deutschlands. Da findet man die leichter. Und da war nichts drin. Der war einfach nackig. Und dann haben wir uns gedacht, bauen wir mal was Schönes rein. So, das kann man hier sehen. Das ist der Wagen, einfach nackig. Und das ist der Innenraum. Ich zeige das mal gerade mit allen Installationen, mit Airline-Schienen, die zugänglich sind. Das Video wird ein bisschen dauern, aber ich glaube, wir werden euch etwas zeigen, was die Welt noch nicht gesehen hat. Die Airline-Schienen waren schon drin. Das heißt, ihr habt das Originalsystem von Mercedes-Benz verwendet. Die Airline-Schienen waren original von Mercedes-Benz. Die Blenden an den Wänden sind original Mercedes-Benz, die haben wir nur angestrichen. Die Halterungen für die Blenden, alles original Mercedes-Benz. Der Boden ist original, bis auf einen Belag, den wir draufgeklebt haben. Die Verzurösen sind original. Es ist alles ein Original-Kastenlieferwagen. Ich fasse es nicht. Ihr habt ein komplettes Wohnmobil gebaut. Das ist jetzt die Nachtsituation. Darunter ist jede Menge Stauraum. Die können wir gleich mal zeigen. Dann habt ihr da oben natürlich einen Wassertank mit drin. Man kann richtig im Fahrzeug duschen. Ja. Also das war, glaube ich, auch so eine Sache. Ja, du hast zu mir gesagt. Wir haben noch was Lustiges gemacht. Wir haben die Wasserziege dabei. Und wenn wir warm duschen wollen, schmeißen wir den hier aufs Dach und können durchs Dach durch die Dusche, also die Armatur, runterbringen und dann auch mit warmem Wasser duschen. Und jetzt kommt's, weil wir wollen ja nicht im Sprinter das Wasser haben. Wir können hier unseren Abwassertank heraußen hinstellen. Das ist das Abwasser von der Dusche. Also sprich, das Auto muss nicht angebohrt werden. Übrigens, in diesem Auto wurde kein einziges Loch gebohrt. Es ist komplett ohne Werkzeug gebaut worden. Alles, was ihr brauchtet, war der IKEA. Ja, warte, ich habe dieses Präzisionswerkzeug hier dabei. Ein Inbus. Richtig, der IKEA. Also wir haben das letzte Mal besprochen, wir dürfen IKEA sagen. Das ist der IKEA-Inbus. Ja. So, und das Ganze ist nicht von IKEA. Du bist der Erfinder von diesem Produkt. Die Can hat es eben in der Hand gehabt. Wo ist es? Das ist der Würfel. Du kennst den Würfel schon, denn damit habe ich meinen Beamer nämlich immer transportiert. Und der sieht ja so ein bisschen unscheinbar aus. Du musst es in der Mitte. In der Mitte? Mitte. Ah, ja, stimmt. So, in der Mitte kannst du es rausziehen. Jetzt. Das sind alles einzelne Elemente. Sieht so aus. Und damit habt ihr dieses ganze Auto fertig gebaut. Der klappert nicht. Nein, wir sind jetzt 307 Kilometer gefahren und waren echt erstaunt. Wir haben auch bewusst aus dem Auto die Trennwand rausgenommen. Die ist auch wieder einbaubar, das ist überhaupt kein Thema. Wollten aber dieses Raumgefühl vom Fahrerraum nach hinten einfach haben. Und wir haben keine Probleme gehabt. Sag mal, wenn du das hier Leuten zeigst, du hast es ja gebaut, ja, und ich kam ja auf die Idee, ich habe gesagt, Jungs, baut mir ein Wohnmobil mit Holzvertäfelung, mit allem drum und dran. Da habt ihr gesagt, ach, das braucht doch kein Mensch. Und die Can war die Erste, die gesagt hat, das ist aber geil. Ja, weil ich glaube, hätte ich das jetzt so gesehen, hätte mich das jetzt nicht so umgehauen,
wie das hier. Okay. Das macht so viel her. Das sieht so geil aus. Und das ist nur draufgesteckt, ja? Wenn das mal kurz... Ich kann Genau, euch mach das mal zeigen, wir können das zum Beispiel hier mal machen. Ja. Also das ist jetzt so ein typisches Problem. Wir haben da einen Topper drauf, wir haben dort Matratzen drauf. Die haben wir hier einfach mit normalen Gummis festgemacht. Die sind hier einfach mit den Paneelen durchgezogen. Ja. Und jetzt habe ich eine Tasche, die ich jetzt einfach kurz zum Wohnmobil bringe. Und die möchte ich irgendwo unterbringen. Was machen wir? Wir haben natürlich in jede Richtung die Möglichkeit zu öffnen. Jetzt entschließe ich mich gerade hier aufzumachen und kann hier meine Tasche rausholen. So, und jetzt seht ihr auch gleich das Prinzip. Ich nehme das mal raus, weil es ist alles auch ein abnehmbarer Deckel. Und wenn ich jetzt sage, okay, Warte mal, wenn mir den mal zeigst, der Deckel. Ja? Der Deckel, andere Seite, der besteht aus 4 Elementen. Das Genau. sind immer die gleichen. immer die gleichen, es gibt nur dieses Element. Es gibt nur die 4, Ja. das ganze Auto wurde aus den Elementen gebaut. Can, Ich finde das sau cool. Aber ich denke sogar auch, wenn das noch vorne drauf ist, sorgt das ja auch noch für Stabilität, ne? Ja, muss nicht sein. Also es ist Optik, Stabilität und jetzt kommt. Ja. Also was wir jetzt extra gebaut haben, um das hier zu demonstrieren, das ist das einzige Teil, was es bei uns zusätzlich gibt. Ja, das ist so ein, wir nennen ihn immer Nöppel. Und dieser Nöppel kann sehr viele Dinge. Wenn du mich mal ganz kurz... Oh, das ist schon cool. Haben wir hier... Ich tue sie doch raus, die in Orange. Entschuldigung. Ich finde die Orange cool. es gibt viele Farben. Ja, absolut, aber nicht alle sind schön. Dann haben wir hier diese Nöppel. Die sind übrigens aus dem gleichen Material wie die Kunststoffteile. Und wenn jetzt mir irgendjemand natürlich sagt, hey, Kunststoff, Plastik, Made in Germany. ja, das sowieso, made in Bavaria, tatsächlich, also zu 100%. Die werden wirklich in Bayern gespritzt. Ja, du hast ja auf deinem Kanal unseren Film laufen Ja. mit Bayerischer Wald und die sind 100% recycelbar. Und es gibt wirklich kein Material, jetzt bitte an die ganze Community der Holz und gepresste Okay, habe ich verstanden. Palmblätter ist weiter, passt Spann mich alles. nicht auf die Folter. Was? Diese Teile Ja. sind dazu da, um zum Beispiel einen Teil zu nehmen, wenn ich es mal nicht im Wohnmobil mache, um an die Wand zu schrauben. Okay. Dann Warte mal. Du steckst das Ding auf und jetzt rein, kannst du es jetzt kann ich mit einer Schraube zum Beispiel in Holz reinschrauben und habe es an der Wand hängen. Haben wir hier nicht gemacht. als Adapter zum Beispiel. Genau. Ja. Oder du nimmst dir einfach noch welche da draus. Kannst dann ein zweites Jörg. Panel nehmen. Das können wir, denke ich Jörg, mal, woanders demonstrieren. Idee ist, du bist wirklich Erfinder, man merkt das bei ihm ein bisschen, ja. Wir zeigen erstmal die Funktion vom Wohnmobil, dass wir das komplett mal sehen. Wenn du mal so lieb bist Aber ihr wisst, es gibt und keine den, anderen Teile außer die. genau, außer die. Wenn du mal so lieb bist, den Deckel nochmal anbringst, dass wir das mal zeigen. Also der ist jetzt offen. Genau, und dann überlege ich mir, der gefällt mir. Hier ist zum Beispiel ein Salbeifarbener. Dann nehme ich den jetzt in dem Fall nur, lege ihn drauf Ja. und drücke ihn fest. Das war's. Genau. Und jetzt kann ich den zum Beispiel, wenn ich möchte, auch hier zuerst, Entschuldigung, jetzt kommt genau das Problem. Das ist so, das Einzige, was er bei uns können muss, umdrehen. Wenn es nicht passt, einmal umdrehen. Das war's. Jetzt Ja, passt. und jetzt kannst du hier reingehen, machst es ganz normal fest. So, tun wir die Tasche wieder rein, dann stört sie uns nicht. Und dann machen wir es einfach zu, die ganze Geschichte. Zack, 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 zack. Und schon ist es eine... Sag mal, das ist ja nicht nur fürs Wohnmobil, das kannst du auch zu Hause machen. Ja, zu Hause, und im Moment tut sich auch eine große Community in Kindergärten auf, die daraus ganze Burgen und so weiter bauen. Das sieht man aber bei uns auf YouTube, das ist ein anderes Thema. So, da vorne ist ein Tisch, hast du gebaut. Genau. Und wir zeigen mal ganz kurz, du hast ein Video gemacht, Can, komm mal bitte her. Du hast das Ganze zunächst, bevor du es gebaut hast, visualisiert am Rechner. Und wir können das mal sehen. Ich fahre mal nach rechts, oder? Ja, ja. So, und jetzt sieht man, unten kommen jetzt so langsam die Elemente dazu. Das ist jetzt der Küchenblock. Der Küchenblock hinten. So, dann kommt das nächste mit hinzu. Dann entsteht der Küchenblock in Grau. Hinten, da kommen jetzt noch 2 Boxen mit hinzu. Ja, das sind die Verblendungen, die Blenden da unten. Die Blenden. So, jetzt kommen die Blenden langsam, merkst du? Diesen Bauplan, den lieferst du mit. Das heißt, das Set gibt es quasi als quasi Lego-Set. Also nicht von Lego natürlich, das ist ja ein geschützter Begriff, aber als Box-Tool-Set kannst du das komplett liefern. Genau. Wenn einer sagt, er hätte es gerne, dann kannst du das hier, den kompletten Ausbau mit allem drum und dran liefern und einbauen. Kann es jeder, Ja. der quasi einen Imbusschlüssel drehen kann. Das sollte nicht zu schwer sein, würde ich sagen. So, das ist interessant. Wenn du mal kurz zeigst, sind jetzt die Abdeckungen in Salbei. Da hast du ja mal Geschmack bewiesen als Erfinder. Das finde ich super. Also ich will dich da nicht zu sehr, aber viele Erfinder, die sehen natürlich die Funktion hauptsächlich und nicht das Design. Ja. Ja, das ist wohl so. Aber in diesem Fall absolut geschmackvoll.
So, da drin ist eine Kaffeemaschine. Die funktioniert auch, da ist Spannung drauf. Ja? Strom drauf, ja. Da ist Strom drauf. Ihr habt nämlich hier eine EcoFlow mit eingebaut, also so eine Powerstation, die macht alles. Die macht Solar, die macht 230 Volt. Die hat einen großen Energiespeicher mit drin. Die kannst du laden während der Fahrt an 12 Volt. Natürlich. Auch das geht. Hinter der Küche steht unser mobiles Solarpanel noch drin mit 120 Watt. Faltbar, das haben wir jetzt gar nicht rausgetan. Weil So. Nächstes, das heißt, hinter jeder Klappe ist ähnlich wie beim Türchen zu Weihnachten. Okay. Steckt. Der Adventskalender. Du musst nicht alle zumachen. Nee, das musst langt du nicht. Nee. Das hast du hier zum Beispiel. Bitte? Und wir mussten hier auch nirgends eingreifen in die Elektrik des Fahrzeugs. Wir haben keine zusätzlichen Kabel verlegt, außer ein Verlängerungskabel unter dieser Fußleiste, um die Kaffeemaschine zu bedienen. Also sehr einfach alles. So, hier vorne ist ein recht simples System. Du drückst, glaube ich, hier vorne drauf, du machst dann auf und dann kannst du pumpen und dann kommt das Wasser raus. Man pumpt hier und dann hat man hier einen Wasserhahn und es funktioniert wunderbar. Und es läuft direkt in den Abwasserkanister. Das heißt, man hat hier Frischwasser, Abwasser, alles in einem System und fertig. Keine Pumpe verlegen, keine Leitungen verlegen, keinen Abwassertank. Mega. Das Und heißt, durch ein Wunder, da wir Eurobox-kompatibel sind, passt auch das System bei uns rein. ihr seid Eurobox-kompatibel, das ist was ganz Wichtiges. Ja. Die Standard-Euroboxen passen rein. Nee, die passen zu uns zusammen. Die passen zusammen. Absolut die gleichen Abmessungen außen und innen. Das heißt, dieses 60 x 40, wie man es hier zum Beispiel sieht, 60 x 40, das ist genau ein Viertel einer Europalette. Ja. 4 Stück auf eine Europalette ist dieses Eurobox-Format. So, das Coole ist, du kannst jederzeit dein Wohnmobil neu bauen. Ja. Also wenn du merkst, es hat sich irgendwas verändert, ich habe ein neues Fahrzeug, du kannst es außen einbauen. Könnte ja mal passieren, dir fährt einer rein. Auto ist so stark beschädigt, geht nicht mehr, dann kannst du es neu bauen. Was ist noch hier drin in den Schubladen hier? Was habt ihr noch so an Gimmicks? Also die Kaffeemaschine habe ich schon gesehen. Und ich weiß gar nicht mehr, was da unten drin ist. Wir haben da, achso, vielleicht wäre es schlauer ist, warte mal da unten, wir können gerne reinschauen. Ich weiß jetzt echt. Also ganz wichtig, ihr müsst nicht alles zumachen. Ihr habt jetzt nur für die wir haben Fahrt. jetzt nur alles zu- Also im Campingbetrieb langt Ersatzteile. Ersatzteile. Also nicht Ersatzteile, sondern einfach noch vom Bauen. Da ist ein Besen noch mit dabei. Ja, genau. Besen natürlich. Wir wollten So, hier nicht und wenn du jetzt zumachst, dann langt es im Campingbetrieb, du machst nur eins zu, ja, Ende. Natürlich im Standbetrieb sowieso. Aber wir gewöhnen uns halt immer an, wenn wir gleich losfahren, wieder das zuzumachen. Wir machen teilweise gar nicht zu. Ja, die wir sind klappen alle die zu. verschraubt, Genau. gell? Und jetzt kommt's. Ich habe doch von unseren magischen kleinen weißen Nöppeln gesprochen, die ich so gern gezeigt hätte vorhin. Wenn man jetzt hier zum Beispiel hergeht, die nächste Funktion von unserem Ja. magischen kleinen Nöppel, jetzt bitte nicht erschrecken. Ja. Schau mal, Nöppel, Ach, wie Nöppel, süß. Nöppel, Nöppel. Das ist ja cool. Und Can, Ja, finde das ich ist mega. toll. Das Ja. heißt, du hast ein Bändchen, der hält das. genau, und da drin ist jetzt der Gaskocher. Gaskocher für oben. Und hier dahinter sind zum Beispiel die Kartuschen. Die haben wir jetzt mit einer separaten Tür gemacht. Also zum Beispiel, wenn ich nicht unbedingt hier unbedingt rein muss, dann kann ich mir auch von außen hier irgendwelche Sachen holen. Also du kannst theoretisch hier aufmachen oder machen wir es einfacher für dich mit der Kamera. Du kannst hier aufmachen und da kommt hier ganz einfach dann, kannst du an die anderen Sachen hin. Also du kannst tatsächlich jedes Panel als Klappe, als Deckel und in jede Richtung verwenden. Du hast sogar noch entsprechende Griffe, die kannst du draufschauen, die braucht man nicht. Damit, Die also, die haben genau. wir jetzt weggelassen. Die haben wir bei uns im Büro, aber ich wollte die jetzt nicht haben, weil ich wollte. Das geht auch so. Das war nicht klar. So, jetzt kommt eine Besonderheit. Wir gucken mal gerade hinten rein, Ja. damit wir mal sehen, wie sieht es denn von hinten aus. Ja? Denn du hast so viel Stauraum, oder? Ja, unglaublich. Die gesamte Matratze drunter hat man Stauraum 1,5 Kubikmeter oder sowas in der Gegend. Das ist wirklich gigantisch. Da ist die Can. Sag mal, das Liegegefühl das Liegegefühl auf der Matratze. Ich finde es sehr komfortabel. Ich weiß nicht, was da jetzt noch Das ist ein drunter. Topper und das ist ein Topper und das sind diese Europaletten Matratzen. Die haben auch. Du, darf ich dir mal ein großes Kompliment machen? Gerne. Es sieht überhaupt nicht aus wie selbst gebaut. Überhaupt nicht. Es sieht aus, als hätte ein Designer, Ja. stylisch Designer gebaut. Du kennst doch diese Wohnmobile für 100.000 Euro, weißt du, die? Oder 150.000, wo du dann guckst und denkst so, wie geil ist das denn gemacht, ja? Ja. Und Ja. ich glaube, das macht auch hier das Grau mit dem Design hier draußen. Sag mal, was haben denn Leute gesagt, wo du das gezeigt hast? Oh, das war sehr, sehr interessant. Der Witz ist ja, wir haben das draußen auf der Straße im Wohngebiet gebaut. Von morgens bis spät nachts haben wir hier dran gearbeitet. Man macht keinen Lärm, keine Kreissäge, keine Bohrmaschine, kein gar nichts, sondern nur dieser Imbusschlüssel. Und dann laufen alle Nachbarn und Bekannten vorbei. Und selbst bis 80 Jahre drauf. Die Leute haben jeden Tag erlebt, wie sich das verändert, wie sich das aufbaut und waren so begeistert von dem System und hatten selber so viele schöne neue Ideen, was man alles damit machen kann. Es war nur positive Resonanz. Sag mal, das Ganze habt ihr
mit einer Lernkurve versehen, die war ja so steil. Die Aufgabe war, die habe ich dir gestellt, bis Karlsruhe. Heute ist der 29. Juni 2024. Da hast du gesagt, das geht niemals. Und dann hast du hier den Kollegen geholt, dann habt ihr mal die Köpfe zusammengesteckt. Wie könnte man das zusammenbauen, sodass es geht? Die Anforderung von mir war, es muss stylisch aussehen. Ist das gelungen? Ja, auf jeden Fall. Der Witz war, Jörg hat mich angerufen an einem Sonntag, ich war in Italien und hat gesagt, hier, wir müssen innerhalb von nicht mal 2 Wochen ein Wohnmobil ausstatten. Und da haben wir kurz telefoniert, habe ich gesagt, nehmen wir meinen Lieferwagen, ich bin Montag da und dann legen wir los. Das war ein Lieferwagen? Das war ganz normal ein Lieferwagen. Für was hast du den verwendet? Ich selber habe ein kleines Unternehmen und mache damit Wanddruck. Also ich bedrucke direkt Wände und so weiter. Ich habe da oft Druckaufträge, die über Nacht dauern und brauche dafür ein multifunktionales Fahrzeug, in das ich laden kann und in dem ich auch schlafen kann. Und wenn ich hier sehr viel laden muss, dann nehme ich das ganze Bett und klappe das gesamte Bett nach oben, mache einen Gurt rum. Wie denn? Und Geht das jetzt? hier, das können wir jetzt nicht vorführen, was verzurrt voll, ist, aber es ist auch voll. Also grundsätzlich kann ich das Bett schnappen, kann es mir hier hochkant hinstellen, einfach hochklappen, kann es mit einem Gurt über die Verzurrschienen festmachen und habe damit den gesamten Laderaum wieder zur Verfügung, den ich für meine Druckaufträge brauche. Sag mal, Daraus ist es entstanden. Das ist jetzt die Bettsituation. Ihr habt ja eine Standard-Europaletten-Matratze drauf gemacht, weil alles Europaletten-kompatibel ist, geht das. Jetzt habt ihr mir erzählt, da kann man eine Sitzgruppe draus bauen. Zeig mal bitte, geht das? Ganz kurze Info noch vorher, wenn wir gerade bei dem Thema Beladung und so waren. Wir sind kein Einbau. Wir sind nur an Standard Ladung. Wir sind Ladung. Also da hast keine Zulassungsprobleme, gar nichts. Gehen wir vor, schauen wir es uns an. Das Sinn, weil es nicht was verbaut ist. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt. Das heißt, du machst aus dem Bett eine Sitzgruppe? Ja, du hast ja im Prinzip alle Möglichkeiten hier frei zu gestalten, was du willst. Und wir haben hier Ist doch krass, wie stabil das ist hier mit dem Tisch und alles. Das ist super stabil und es ist auch ein super stabiles Material. Wir haben hier mit Airline-Schienen ganz einfach den Tisch festgemacht, ganz normale Spanngurte, weil der ist für uns... Das ist der Tisch, den kannst du rausstellen, dann kannst du draußen frühstücken. Genau. Sag mal Das bitte. machen wir jetzt auch mal ganz schnell. Das ist ein Tisch. Ein Tisch. Den hast du gebaut aus dem System. Ja klar, den habe ich jetzt auch extra für dich mit einer Holzplatte versehen hier. Ich habe mich eben noch gefragt, ob der auch so hält. Ja, jetzt weiß ich es, ja. Ach echt? Du kannst dich draufsetzen. Natürlich kannst du dich da draufsetzen, bitte. Setz dich drauf. Can, bitte, nee, stopp da, freistehen bitte. Das da sieht so aus, als wäre es irgendwo angelegt. Nochmal, du stellst ihn jetzt mal hier in die Mitte. Ja? Und wenn ihr Setz dich drauf. Genau, setz dich mal drauf. Ah ja. Und jetzt habe ich mal eine Bitte, wenn die Can mal draufsteigt und die haltet die bitte mal an beiden Händen fest. Das können wir gerade mal zeigen. Bitte mal festhalten, Jungs. Eine links, andere rechts. Okay. Und jetzt machst du noch was. Und jetzt, wenn du dich traust, hüpfst du runter, weil das ist eine dynamische Belastung für den Ach Tisch. so, echt? Das Ja, geht? Gemacht. Vorsicht. Das geht. Also, Saugeil. hält. Hätte ich nicht gedacht. Hier mit einer Standard-Schalungsplatte versehen. Das sind auch wirklich Holzimitate, die wir gemacht haben. Wir können auch echtes Holz nehmen. Das kommt Nee, immer ist drauf doch super. an, wie du Ich habe noch eine kurze Frage, weil ich habe nämlich die ganzen Oberflächen gesehen. Sind die auch einfach mit diesen weißen Ja, klar. kleinen? Echt? Immer, Ah, nur, okay. hier, schon, immer nur das gleiche hier unten drin aufgesteckt. Hier, wenn du reinfilmst, sind alles nur diese weißen Okay, Nippel drin. auch die ganzen dickeren Platten, ne? Alles. Die oben drauf, Ja, ja. sau cool. Also nochmal, das Ziel war ja 3.000 € nicht Ja. zu reißen. Ja. Das war ganz wichtig. Also das Einzige, was nicht dabei ist, ist der Kühlschrank. Die Kühlbox ist nicht dabei und der EcoFlow ist nicht dabei. Aber Das Waschbecken, der Herd und die Duschabtrennung selber ist nicht Die dabei. Dusche ist dabei. Ah, die ist dabei. Das kostet nur 200 du, Euro. Dusche ist dabei. So, das können wir gleich mal sehen. Also Dusche erklären wir später. So, wir bauen jetzt um. Na, jetzt haben wir Folgendes. Also wir haben eigentlich schon das so ausprobiert, du mit deiner Frau auch, man kann darauf schon perfekt liegen. Aber wir haben gedacht, extra, wenn wir zu euch kommen, Ist das dann machen so wir einen Topper bequem? drüber, Ja. weil viele sagen, ich brauche mehr Matratze. Jetzt kannst du hierher gehen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, diese Matratze einfach mal hinten ein Stück hinter zu ziehen. So, die würde in Wirklichkeit hinten vor den Türen verschwinden. Stopp, 3.000 € ist mit drin. Ja, Alles, was wir jetzt sehen. die hat 49 Euro gekostet. Okay, weiter, bitte. Und jetzt? Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, Verbinder, die wir selber aus unseren Nöppeln gebaut haben, rauszuziehen. Warte mal, die stecken hier drin. Ja, die sind einfach nur aus Standardmaterialien. Und jetzt nehme ich dieses Teil, meine Dusche ein bisschen zur Seite schieben, weil das kann sie. Und stelle. Ah, du hast vorhin die Toilette gedreht, gell? Ja. Egal. Dann drehen wir sie zurück.
Die kann man jetzt zum Beispiel abhängen und jetzt hast du hier, Das ist ja Genau. cool. da ist noch nicht fertig. Okay, aber ich bin schon beeindruckt. Ach, das Bett bleibt teilweise gebaut, so dass du gar nicht mehr so viel Arbeit hast, oder? Das zum einen, zum anderen hat man hier noch Sitzplätze für weitere Personen. Das ist wunderbar. Jetzt wird dekoriert. Prima. Jetzt brauchen wir aber den Tisch wieder. Jetzt habt fürs Raumgefühl können wir die Dusche jetzt entweder nur so hinterhängen Ja. oder wir nehmen sie einfach komplett ab. Ja. Und sie stört visuell überhaupt nicht. Die Lotus wird einfach da unten hin. Hier ist übrigens noch unsere Duscharmatur. Weg. Da ist übrigens auch das Klo, dann das können wir uns gleich angucken. Genau. So, oben ist die Dusche, zeigen wir gleich. So, und jetzt tun wir einen Tisch rein. So, einen Tisch rein. Da haben wir eigentlich während der Stimmt, du kannst Bauphase. ja hier sitzen, da sitzen. Ihr saßt während der Bauphase hier drin Ja, und habt hier ein Bierchen mal getrunken. richtig. Natürlich. Und was übrigens, wie wir besprochen haben, es wird einen Making-of-Film geben. Wir haben dieses Wohnmobil nicht in der Kamera ist. tatsächlich in hellen Paneelen komplett gebaut cool, gehabt. Darf ich dir gerade was sagen? Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Ich habe gedacht, wir hätten den Film schon mal gedreht. Das ist kein Witz. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das ist mein Wunsch, Schon geträumt. mein Wunschtraum gewesen, dass es solche Elemente gibt. Das ist ähnlich vergleichbar. Fischertechnik, Lego, sowas in der Art. Das ist, hat diese Genialität. Aber es ist nur eine einzige Platte. Ja, im ganzen Wohnmobil eine Platte. Es Und wird, auch sie in bald auch, es Lebensgröße. wird sie bald auch geschlossen geben. Es ist wichtig, halt, sie hat Lebensmittelzulassung, alles Spielzeugzulassung. Ihr könnt machen, was ihr Spielzeugzulassung, Lebensmittelzulassung wollt. Ja, alle Zulassungen, die es. und Made in Germany. Made in Germany. Deutscher Kunststoff. Ja. Das war dir wichtig. Warte, ich zeig das mal. Also das ist der Tisch. So, und das Geniale ist natürlich, du kannst den Tisch mit rausnehmen, du kannst da trinken, Ja, du kannst aber auch die Bank mit rausnehmen. du kannst die Bank mit rausnehmen. Ja. Ich bin schwer begeistert. Ja, und wenn du noch einen Sitzplatz brauchst, dann hast du die Bank draußen und dann kannst du einfach so einen Würfel vom Bett mit rausnehmen und noch einen Würfel und noch einen Würfel und am Schluss kriegst du hier 3 mal 4, also 12 Würfel, 12 Sitzplätze plus die Bank. Also 14 Leute kriegen wir hier auf Sitzplätzen draußen vor der Tür So unter. eine Liegewiese mit Rückenlehne noch bauen. Ja. Das geht auch. Weißt du, zunächst habe ich gedacht, das ist vielleicht irgendwas, weißt du, für so typische Hippie-Camper, so wie du, denen das scheißegal ist, weißt du, die sagen, ich brauche eigentlich nicht eine Dusche. Ich kann dich ja nicht einschätzen, aber du machst dir schon einen Eindruck, als ob du auch im Schlafsack mal schlafen kannst im Zelt, oder? Ja, durchaus. Ja, Das geht aber schon. hier, Aber das ist ja richtig Komfort hier. das ist Komfort, absolut. Ja, Krombacher alkoholfrei gibt's jetzt. Ich liebe Krombacher alkoholfrei. Ist das gut? Ja. Ich will auch eins. Super kalt. Du willst auch eins? Ja, bitte. Du sei kriegst es lieb. aus der Sehr Flasche. gerne. Wir haben nur 2 Gläser dabei. Warte, ich filme uns mal gerade. generell sehr gerne alkoholfrei. Da sind wir So, in Karlsruhe. dann gibt es jetzt einen Krombacher alkoholfrei. Dann will Boah, ich es ist so heiß hier. Du bist mein Zeuge. Es sind über 30 Grad. Heute auf der Autobahn waren 34. Prost. Prost. Dann Prost. Warte, ich drehe mal gerade die Kamera, dann kann man euch wieder sehen. So, Prost. Prost. Also, Prost. 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 Sven, Prost. Boah, es ist lecker. Das Krombacher schmeckt aber fast, als wäre Alkohol drin. Es ist wirklich so. Es ist einfach gut. Es ist nicht mehr dieses Feeling bei dem Alkoholfrei, dass es schmeckt wie irgendwie eingeschlafene Füße, sondern es schmeckt richtig gut, wenn es kalt ist, Das ist oder? richtig. Und vor Ja. allen Dingen, es ist wirklich kalt. Wir haben den Strom dazu und wunderbar. Wir können hier jetzt etwas Kaltes trinken. Aber Wow. ich verstehe jetzt, warum Kindergärten daraus Bogen bauen. Ach so, ich wollte gerade das Mikro halten. Stimmt, das ist die Bierflasche und ich rede noch rein. Sie redet in die Bierflasche da. Vom Bier zum Kindergarten. Das ist ein großer Schritt. Warte, ich zeig das noch. Nee, ich habe nur gemeint, eben, wo ich hier so runtergesprungen bin. Ich kann verstehen, warum die Bogen daraus bauen. Weißt du, wir trinken hier so ein, das hier ist eine Weltpremiere. Sowas hat noch nie einer erfunden. Ein professionelles Wohnmobil zu bauen, das nicht die Optik hat von... Ja, also ich will ja jetzt niemand niedermachen, weißt du. Gibt ja viele, die haben es handwerklich einfach nicht geübt. Sondern So Bretterbuden, ne, Ja. die man sich so zusammenbastelt mit Nut und Feder und sonst irgendwas. Das hat nicht den Eindruck, nein. Das ist ein sehr professioneller Aufbau. Und jetzt überleg mal Folgendes. Und jetzt kommen ein paar Killerargumente von mir. Der gesamte Aufbau, also die Fronten und die Paneele zusammen wiegen, halte ich fest, 94 Kilo zusammen. Das alles zusammen, der gesamte Ausbau wiegt 94 Kilo. Sprich, das Auto hat von seinem Leergewicht nur 94 Kilo von der Zuladung verloren. Wie viel wiegt das Auto überhaupt? Der Wagen hat 2,1 leer Okay. und hat aber eine Gesamtzulassung von 3,5 Tonnen. Also wenn Ja. du jetzt hier einen Ausbau von einer halben Tonne drin hast, wird schwierig. So.
Und jetzt überleg dir mal, der Papi, der sonst so gestresst ist mit der Arbeit oder die Mami, haben einen halben Tag, also wenn wir das gebaut hätten, einfach so, wir waren mit dem ersten Versuch nach einem halben Tag Camping fertig, kann man sagen, dass wir damit hätten wegfahren können. Und dann ist natürlich der Ehrgeiz gekommen. Nochmal, dann hast du mir das Bild geschickt und dann habe ich gesagt, das ist mir nicht schön genug. Richtig, da haben wir das Konzept gezeigt. Und dann haben wir gesagt, okay, bauen wir es mal fertig. Und es gibt im Making-of, seht ihr uns da drin wirklich essen, alles wunderbar. Und dann haben wir einfach nochmal einen Kofferraum voll Paneele geholt. Und dieser ganze Aufbau, inklusive Platten, allem drum und dran, geht in den Kofferraum von meinem Audi. Das ist unglaublich. Ja. Komm, wir gucken mal gerade hin. Warte, ich komme sofort zu dir. Komm mal mit. Wir wollen mal gerade noch eins zeigen. Eins habe ich gesehen. Wenn du mal gerade noch mal zu mir kommst, bitte. Bitte sei mir so lieb, zeig mir mal was. Du hast hinten Fliegengitterfenster gefunden. Ja. Wenn du mich mal kurz aufklärst, das ist ja das Genialste, was ich je gesehen habe. Da sind Fliegengitter drin. Also hier waren gar keine Fenster drinnen. Es gibt aber original von Mercedes hier Fenster ohne Öffnung. Die sind geschlossen. Und es gibt von Firma Globus, das ist ein Campingausstatter, gibt es diese Fenster hier, die kann man einbauen und die kann man wunderbar öffnen. Die bleiben auch offen. Und sie haben sogar ein wunderbares Moskitonetz dabei, was echt toll funktioniert. Die Fenster schließen wunderbar, öffnen wunderbar, waren super easy einzubauen. Und wir waren gestern beim Hochdruckreiniger und haben das ganze Auto für den Dreh vorbereitet. Dicht. Es war kein Tropfen Wasser drin, von keinem Fenster. Das war toll. Jörg, du killst mich gerade, weißt du das? Warum? Weil es so gut ist. Es ist so gut geworden. Sag mal, hier unten drunter, zeig mal bitte. Da ist ja richtig Stauraum drin. Wenn du mal gerade die Matratze ein bisschen zurückdrückst, den Topper. Genau. So, und da. So, wir schieben mal alles ein bisschen nach vorne. So, das ist alles aus diesen Elementen gebaut. Alles ist aus diesen Elementen. Da ist Es die gibt grüne auch und die farbige blaue. Elemente. Jetzt machen wir mal einen Spaß. Und man kann jedes aufmachen. Genau, die sind verbunden, die grauen. Und das da, außer du hast noch was reingeschraubt, Nee, die kannst du rausnehmen. Jetzt, Achtung, komm mit mir. draußen Dann ein nämlich ja Hocker. diese, wie nennt man die Habe ich dir nämlich schon draußen was gebaut. Guck mal, die Farben Und zusammen jetzt ist es halt ein bisschen schade, dass die Matratze so drüber hängt. Jetzt machen wir halt einfach so. Passt alles, Matratze. cool. Dann, bitte schön draufsetzen. Ist mein Krombacher noch da? Ja. So, das zeigen wir mal gerade. So, jetzt hast du eine komplette Außeneinheit. Prost. Du hast deins, glaube ich, schon ausgefunden. Ich muss mal was trinken, sorry. Nee, ist schon okay. Wir haben noch einen Brombacher. Oh, es ist lecker. Ja. Achso, ich kann auch von ihm ein bisschen trinken. So, das heißt, Außenpicknick ist jetzt kein Problem. Den Würfel hast du einfach rausgenommen. Der war ja auch mit der Ladungssicherung, wie nennt man das nochmal? Formschlüssig geladen. Das ist alles an Standard-DIN-Ladepunkten hier festgemacht. So, komm mal mit. Ja. So, jetzt kommt es noch besser. Ich habe dich gebeten, mach mal den außen ein bisschen schick. Jo. Und ihr habt eine eigene Firma, die kümmert sich drum. Und dann hast du, ich sag mal, das Minimal-Invasive gemacht, was geht. Du hast die Fläche ein klein wenig modifiziert, dass sie überläuft. Ja, die Idee war halt einfach, sich schon zu differenzieren vom normalen Kastenwagen, aber ich wollte jetzt keine Vollfolierung machen, auch aus Kostengründen. Das war ja Credo von dir, es darf jetzt nicht die Welt kosten. Und da war die Idee einfach, das Fenster aufzulösen nach hinten, bisschen mit so einem Boxenthema. Und das ist bei uns in der Firma dann schnell passiert. Partnerfirma von uns, Firma Art for Sein, hat das dann gemacht. Und wenn wir jetzt ein Stückchen vielleicht weggehen, sieht man, dass es ein sehr, sag ich mal, dezentes, aber doch schönes Auto Es geworden ist total harmonisch. Hier vorne ist übrigens auch wieder das Fliegengitter drin. Gleiche Thema, ja. Hier Das gleiche Fliegengitter, das ist hier drin. Also da ist das Fliegengitter drin. Ja. Ihr habt dann alles gedacht. Sag mal, wo? Was ist wo? Ach, bis Wolfratshausen, und durch die Landkreisreform dürfen wir im südlichen Münchner Landkreis oder generell im Münchner Landkreis Das ist ein altes Schild. ein wieder sozusagen erstandenes Schild. Aber bei uns im Ort geht nur F und O. Ah, okay, verstehe. Genau. Ja, und so kann man das Ganze jetzt beliebig. Und wie gesagt, wenn es den Kindern langweilig ist, Tuba Boxen draus, lass ihnen ein Schloss und hier. Da darf ich mal sehen, was da drin ist. Da ist nichts drin. Ich kann dir höchstens hier was zeigen. Wir haben es hier geteilt. Problem ist, dass du es hier nicht aufkriegst. Also ist unsere Lösung ganz einfach die, dass wir einfach ein Panel gebaut haben, das ich aufkriege, weil ich das ja hier nicht ganz aufkriegen würde. Und hier sieht man zum Beispiel, da ist es zweimal an den Standardpunkten verzurrt schon. Zwei. Da unten. Ja, genau. Dann wieder vorne. Und dann gibt es in der Mitte bei dem noch Punkte. Also das Ding kann nicht wegfliegen. Nein, wir sind nach DIN gesicherte Ladung. Genau, und jetzt kannst du hier alles wieder zumachen. Und es ist konstruktiv alles einfach ein festes Bett. Du siehst, es geht alles wirklich fest. Auch der Klick ist schön. Und jetzt können wir auch die Matratzen dann wieder hinlegen, wie wir wollen. Also es geht alles easy. So, was ist das hier vorne, bitte? Das hier? Ja. Was meinst du? Ja, das ist zum
Matratzen festmachen. Wenn du hier die Matratze hast, machst du sie fest. Und das sind einfach nur Baumarktgummis, die ich einfach hier... Das steht alles in der Bauanleitung drin, ne? Ja, da gibt es so viel, was man machen kann. Die sind einfach hier einmal rumgezogen. Und so ist das Panel reingebaut. Du machst es zu. Das war's. Ja, dann kannst du hier auf jeden Fall die Matratze festmachen. Sag mal, die gibt ja ein bisschen nach hier. Das ist zum Schlafen natürlich ein Traum, oder? Das ist super. Das ist alles, also wirklich. Es ist komplett unterlüftet. Würde ich auch Guck mal. sagen. Ja, warte mal, guck mal. Es kann sich überhaupt kein Schimmel bilden, Nee, nichts. und das ist auch der Vorteil. Zum Beispiel, wir haben jetzt gedacht, hier ist so der Bereich, wo man jetzt direkt vom Bett vielleicht zu den Socken will. Ja? Dann haben wir hier, jetzt ist es noch voll verriegelt zum Fahren. Ich Ja. mache alle auf. Jetzt haben wir die Möglichkeit, übrigens hier ist immer, wo ich ziehen kann. Ja. Und jetzt kann man hier zum Beispiel rumkuscheln. Oh, da ist jetzt zum Beispiel der Rest vom Spanngurt drin, wo unten die EcoFlow festgemacht ist. Und was du hier siehst, wir sind an der Standard-Airline-Schiene drin. Also wir haben wiederum nichts gebohrt, nichts verändert und sind damit Ladung, weil wir werkzeugfrei an einer zugelassenen Stelle montiert haben. Den Oben? Abstand, die Ja. Schräge hinzukriegen, sind einfach, kannst du hier unten reinfilmen, wieder unsere Standardnöppel. 2 Stück hintereinander, die Schräge zum Fahrzeug ausgleichen. Ach, 2 Stück untereinander. Okay, und dann ist das Ding gerade. Obendrauf die Platte, was ist das? HPL Bauplatte, Standard Baumarkt. Okay, das heißt, die könnte man eventuell von dir später auch kriegen im Bausatz? Ja, wir machen alles im Prinzip. Also wir sind kein anonymes Unternehmen, das klick mal und ruf uns vielleicht an und du erreichst uns nicht. Die ersten Leute haben uns schon angerufen, wir sind ja erst seit 7 Wochen auf dem Markt damit. Ja. Und wir haben tatsächlich schon Anfragen für Sprinter, für VW-Busse. Du hast jetzt wie viel Jahre entwickelt bei Boxtour? Also angefangen hat es während Corona, das Wort darf man glaube ich wieder sagen. Ja. Und die Problematik war da, 2 Möglichkeiten, Kopf in den Sand stecken oder was anderes machen. Und irgendwie hat sich mein Kopf für sowas entschlossen und dann die ganze Firma. Was machst du normalerweise? Ich bin Produktdesigner. Ich bin seit 28,5 Jahren selbstständig mit der Firma die Haptika GmbH und wir haben Boxtool als Teil unseres Unternehmens einfach auch gegründet, um eigene Produkte, die eben nicht nur sinnlos im Keller liegen, zu machen, sondern wir haben die sogenannte Perma-Usability gegründet. Wir machen Produkte, die dich ganz im Alltag begleiten. Jetzt ist es ein Wohnmobil. Viel später ist es vielleicht ein Handwerkerwagen oder es ist eine Burg für die Kinder oder ein Sitz oder ein Sofa. Okay, das heißt, das Material ist ähnlich wie Lego. Du kannst immer wieder was Neues draus bauen. Ja. Du kannst es entwickeln hier mit den Paneelen. Das finde ich so geil gelöst. Ja. Das heißt, du ziehst die einfach ab. Mach mal. Genau, ziehst die ab. Und das sähe normal so aus. Ja. Und das war mir ein bisschen zu industriell. Dir gefällt das gut? Ja, natürlich. Das ist ja unser alter Diskurs. Also ich finde, wenn wir dieses Ding also wirklich so anschauen, das Ganze, ja, also es ist eine eigene Ästhetik. Ja. Das ist, du kennst den Pirelli-Boden zum Beispiel, Bauhaus etc. Ja. Ja, da wird mit sowas gearbeitet, mit Rastern, mit Struktur. Sag mal, wenn du das Bett höher haben möchtest, nimmst du einfach ein Panel mehr. Dann, ja. Und da könnten jetzt auch Hunde drin zum Beispiel. Das heißt, wenn du es vorne weglassen würdest, eine Hundebox wäre möglich? Auf jeden Fall. Hunde, Katzen, was auch immer. Kannst du so groß machen, wie du es gerade brauchst. So oben, da ist ein Beamer jetzt dran, das kann man schön sehen. Ja. Da habt ihr jetzt auch ein Element an die Airline-Schienen angebracht. Und hier auch wieder noch mit Abstandshaltern unten die Schräge ausgeglichen. Und ich zeig's mal. Da sind die Abstandshalter drunter. Das hält bombenfest. Ja, es ist Zeig mal bitte. nicht. Ja, kannst du ganz Hier. Allein der. aufmachen, hier, wie du willst. Kannst alle aufmachen im Prinzip. Ich habe nämlich zu dir gesagt, Da kommt nämlich die Überraschung wieder. Oh! warte mal, ich komme auf deine Seite. Jetzt die Überraschung, da bin ich immer für zu haben. So, das ist die Überraschung. Ja, da haben wir natürlich wieder hier ein Ding. Und hier kannst du nochmal genau die Airline-Verbindungen zeigen. Also wie gesagt, hier liegt eine kleine Powerbank jetzt noch drin. Und jetzt kannst du wieder ganz normal hier wirklich, du musst auch nicht rumspielen damit, du kannst es einfach nur zumachen. Nochmal bitte. Was? Einfach zuklacken. Ja, natürlich. Die ist so fest da dran, die ist nicht verspannt, gar nichts. Du machst zu und das Ding ist zu. Und hier Zu zum dieser Beispiel. Powerbank noch ganz kurz. Hier liegt eine kleine Powerbank drin, mit der kann man das Licht, was da drunter ist, die Leselampe, zum Leuchten bringen. Hier vorne liegt auch eine Powerbank in dem Regal, ganz über dem Fahrer drin. Damit werden die anderen Lampen bedient, sodass wir hier nirgends Kabel legen mussten und nirgends am Fahrzeug irgendwo Strom abzapfen mussten. Und die ganze Verteilung für die übrigens, du hast uns ja die Aufgabe gegeben, Jungs, macht Licht. Hier oben haben wir bewusst nochmal ein Kalttonlicht reingebaut für die als indirekte Beleuchtung und die ganze Verteilung ist hier jetzt mal bitte nicht unbedingt genau anschauen, aber wir haben sie da reingebaut, hier ist unsere Stromverteilung drin. Es geht auch wieder oben, unten, egal wie du willst, zu. Beamer ist wireless, kannst du mit allem anschließen.
So, und da läuft gerade schon. Es ist einfach viel zu hell im Moment. Ja, klar, ist das ist jetzt ein Beamer, aber ihr könnt sehen, die Fläche ist dafür bestens geeignet. Sag mal, du hast jetzt ein Wohnmobil. Ja klar, voll geil. Morgen geht's auf Tour. Echt? Ja, ich denke schon. Sag mal, und es ist jetzt nicht mehr, also von der Optik her nicht mehr der Kastenwagen. Es ist jetzt eigentlich ein Designer-Wohnmobil für 3.000 Das sieht Euro. wirklich so aus. Ja. Das So, hat was von einem Designer-Wohnmobil. Duschen. Sollen wir mal duschen? Sollen wir mal duschen? Wir drei. Wir drei zusammen wird schwierig. Aber ich habe dir die Aufgabe gestellt, Jörg. Wir müssen eine Dusche einbauen im Fahrzeug. Ja. Und da hast du gesagt, oh, brauche ich nicht. Und ich dusche nicht. Nee. Und ich habe aber gesagt, naja, wenn ich jetzt in Finnland bin und es sind wirklich mal minus 20 Grad, gut, die Jan, die geht ja Eisbaden. Ich liebe Eisbaden. Ja. Aber nicht jeder geht Eisbaden. Das ist, Ich weiß So. noch nicht, ob das zum Waschen so schön ist. so, da ist jetzt die Toilette / Dusche mit Ablauf. Da kommt jetzt gleich richtig Wasser raus. Das können wir zeigen. Du machst die auf. Das haben wir als einziges heute nicht mehr geschafft. Gut, also Das Wasser ist nicht da, die Dusche ist da, alles ist da, nur es ist kein Wasser drin im Moment. zeig mal bitte die Dusche. Also das ist die Dusche. Der Tank ist hinten, aber das Wasser, das musste heute leider aus Zeitgründen dran glauben. So, also Dusche, die wird oben eingehangen. Ja. Da kommt warmes Wasser raus auf Wunsch. Kommt warmes Wasser raus. Ja? So, und dann ist hier eine Tedford drin. Da könnte aber auch jetzt auch eine Trenntoilette drin sein, egal was. Die passt da rein. Ja. Und jetzt geh mal bitte rein. Ich gehe rein. Ach, der Große geht rein. Der Große wollte Ja. rein. Der hat nur 1,92 von der Größe. So, 1,92 Meter. Du kannst komplett drin duschen. Da ist der Ablauf unten integriert in der Dusche. Nee, der ist hier integriert und wir können hier außen unseren Abwasserkanister hinstellen und müssen auch kein Loch in den Sprinter bohren. So, Baumarkt. Baumarkt. Okay, So, bitte ich geh mal schön. auf Toilette, bitte Ruhe. So, du kannst nämlich auch dein Geschäft in Ruhe machen. Das ist Genau. cool. Kannst dich Genau. einschließen. Sollen wir die Musik anmachen? Ich hab auch eine Beleuchtung über mir, falls ich Licht brauche. Ich kann die an- und ausschalten, wie ich mag. Und zack, bin ich weg. So. Und Sag mal, für Toilette. 3.000 Euro. Ich bin Kannst wieder aufmachen. hochgradig begeistert. Das hier ist natürlich da mit der Sitzgruppe. Das Problem ist, jetzt bist du wieder der Star auf dem Campingplatz, ganz ehrlich. Aber du hast etwas geschafft. Wir können jetzt Camping Ja. leistbar machen für Leute, junge Leute, So sind wie ich. ja, jetzt mal ohne Scherz, Ja. die sagen, ich kaufe mir mal einen alten Ducato für 3.000, 5.000 Euro und kann mir ein komplettes Wohnmobil einbauen, ohne dass du Kenntnisse haben musst von Schreinern wie in CNC. Nein, gar nichts. Also nochmal, wir haben das aus Prinzip, wir hätten eine ganze Halle dafür zu bauen. Wir haben es am Parkplatz vor einem Wohnhaus Es gibt gebaut. bald ein Video. Das Video kommt, klar, da sieht man das auch. Und es ist einfach nur einfach. Also du musst nur die Zurpunkte im Auto haben und wir zeigen, wie es geht. Die können uns anrufen, die Leute, die können uns sogar sagen, welches Fahrzeug sie wollen. Das ist alles in diesem Preis für das Set bei uns dabei. Wir sind ein deutsches, bayerisches Unternehmen, man kann mit uns reden und wir helfen da wirklich jedem. So, das ist jetzt der Sprinter, das ist ein H1 Das ist ein L2 H2. H2 L2. Genau. Und deswegen kannst du auch drin stehen, also ein L2 H2. Und der Witz ist, wenn jemand sowieso als Handwerker einen Sprinter hat und möchte den fürs Wochenende, für eine Woche oder wie auch immer als Wohnmobil umbauen, dann nimmt er diese Bauteile, baut sich den um und hat sein Wohnmobil. Und wenn er dann wieder als Handwerkerwagen haben will, kann er auch wieder das gesamte Bett hochstellen, festmachen und hat jedes dieser vielen Fächer als Stauraum für seine Handwerkzeuge, für seine Maschinen, für alles. Das heißt, der Ausbau ist nicht nur Wohnmobil geeignet, sondern auch Handwerker geeignet. Ich finde es so wichtig, dass du den Boden gemacht hast, weil das ist so ein großer Part für die Wohnlichkeit. Weißt du, auch wenn das jetzt der 7 Euro der Quadratmeter Baumarktboden ist, aber das war jetzt ein bisschen Aufwand, den hier zu verlegen, oder? Geht gar nicht lang. Das hat man ich würde sagen, in spätestens einer Stunde ist man mit dem Boden durch. Ist in Boden durch. Also, wir werden das Video sehen, das Ganze, wenn jemand versiert ist. Bitte, Jan. Hat eigentlich jeder Transporter auch so eine Airline-Schiene heutzutage? Oder? Nein, nicht jeder Transporter hat die Airline-Schienen, die kann man mitbestellen oder wenn man sich einen Gebrauchten kauft, dass man drauf guckt, dass der ein paar Airline-Schienen hat. Oder man montiert sie einfach nach. Achso, das geht kein Aber die Standardpunkte für die Airline-Schienen sind da, also in dem Modell. Also es Ah, gibt okay.
es gibt eine Seite, die heißt, glaube ich, zooschienen.de und airlineschienen.de und so weiter. Da kriegst du die Airline-Schienen, die kosten auch nicht die Welt und die kannst du nachrüsten. Das heißt, selbst wenn die jetzt nicht drin wären, würden die jetzt nicht so auftragen, dass das dann stören würde? Nee, gar nicht. Du kannst die nachrüsten. Das da unten ist ja die Airline-Schiene. Ja, genau. Da siehst du die drin und darin ist alles jetzt montiert und wir packen mal ein. Also mich habt ihr überzeugt. Was ihr nicht machen müsst, übrigens, ist das zurückbauen, weil wir hatten die Idee gehabt, komm, wir bauen mal alles auseinander. Wir lassen ihn so, wie er ist, weil ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass es ganz schön viel Arbeit war, aber die Entwicklungszeit, die habt ihr jetzt schon übernommen für den Sprinter, oder? Ja, nee, also ich sag mal, die Arbeit für uns, ich habe es ja gesagt, den ersten zu bauen, wir waren am ersten Tag Camping fertig. Wir haben auch es noch nie ausprobiert mit dem Fahrzeug und dann ist halt der Ehrgeiz gekommen. Dann kam der Termin mit dem Sven immer näher, dann wollte der Holz, dann wollte der eine Dusche und dann wollte der indirekte Beleuchtung und dann haben wir gesagt, und jetzt bauen wir das Ding richtig gut. Also German Television hat uns motiviert. Ich bin hochgradig beeindruckt. Hier vorne steht, wie gesagt, die Box. Ja. Dann habt ihr das Wasser mit drin, ihr habt alles gelöst. Und das Ganze findet ihr unter boxtool.com. Die Bauanleitung und alles, ab wann ist das online, hier, das Projekt hier? Also praktisch das Kit, was ich bestellen muss. Das Kit ist online. Also das Sprinter-Kit ist online? Ja, das ist ein Kit mit 480 Paneelen. Das gibt es bei uns auf der Webseite im Shop. Und hier mit den Fronten, mit den Oberflächen in dem Holz? Die Oberflächen, da gibt es einen extra Button im Shop, der heißt kontaktieren Sie uns, weil es gäbe jetzt ja Millionen an Oberflächen und die kann ich nicht alle in den Shop stellen. Die werden auf Anfrage bei uns gefertigt. Das heißt, komplett. Ich kann mir egal was aussuchen. Du kannst dir auf jeden Fall auch von deinem letzten Urlaub eine ganze Front bedrucken lassen, also ein übergreifendes Bild über 6 Fronten zum Beispiel oder 7 oder 12. Du kannst die ganzen Fronten auch ganz weglassen. Mir wäre es schon genug, wenn ich jetzt 5 Farben hätte, weißt du? Nein, aber wir haben festgestellt, dass also unser Vorteil ist ja diese Individualität und du kannst ja durch die digitalen Printmedien alles machen. Jörg, wir müssen Schluss machen, denn ihr müsst jetzt auf Boxtool gehen, ihr müsst das Ganze unterstützen, es kostet nicht die Welt. Es ist komplett erweiterbar, das finde ich so geil. Du kaufst dir einfach neue Elemente dazu, du kannst die Elemente ausbauen, kannst ein neues Fahrzeug bauen, du kannst unglaublich viel machen und dir ist etwas gelungen. Du hast in Verbindung mit Designelementen dein Boxtool auf eine ganz neue Ebene geschaffen. Absolut, ja. Doch, es ist wirklich professionell und keine Bastellösung. Ich finde es so mega. Also das Ganze, Hut ab. Wir haben eine interessante Erfahrung in den ersten 7 Wochen, die wir verkaufen. Wir haben massig Wiederholungstäter. Die haben mal 24 Paneele bestellt und die 360 bis 480 Paneele befinden sich schon bei einigen Besitzern zu Hause, die wirklich erst mit 24 Paneelen angefangen haben und tatsächlich bisschen Sucht hat es ergeben. Du weißt, wann wir das Video laufen lassen werden? Wann werden wir das laufen lassen? Morgen? Morgen. So, morgen. Am 30. Juni 2024 wird die Welt nicht mehr die gleiche Welt sein. Du kennst die Apple-Werbung, damals 1982 oder 84. Ja, ich kenne sie ja. George Orwell. Ja. Das hier ist die Revolution. Jetzt kann sich jeder selber einen Camper bauen, ohne dass er viel können muss. Er muss, ich sag mal, ein bisschen räumliches Denken haben. Das ist so. Ja. Aber es ist jetzt auf dem Niveau wie ein Ikea-Schrank bauen, oder? Ich glaube, das ist sogar einfacher, weil man hat nur ein Bauteil, man hat keine unterschiedlichen Schrauben, es gibt nur einen Pöppel und eine Art von Blenden, eine Art zu montieren. Es ist wirklich so einfach, aber du hast recht, das räumliche Denken wäre gut, wenn es noch dabei wäre. Wir haben einen Tipp, wenn ihr anfangt bei einem Auto zu bauen, ich würde aus 2x2 Kuben anfangen. Immer so Elemente nehmen, die hier 2x2 Paneele haben und aus denen das Auto im Prinzip bauen. Und dann fangen dir die Gedanken an zu spielen und dann geht's los, dass du mal was anbaust. Weißt du, was total cool ist? Du kommst ja dann auf Ideen. Also wenn jemand... Siehe diese Bank hier. Die Bank hier. Rüberklappen. Das ist uns während dem Bauen passiert. Gesagt, Mensch, wir müssen uns doch gemütlich zusammensetzen können und jetzt schon während der Bauphase. Komm, mach mal ein Eck vom Bett als drehbare Bank. Also, abonniert German Television, aber noch viel wichtiger, unterstützt deutsche Erfinder, Jörg und Markus, beide aus Bayern. Richtig. Und ich bin mal sehr gespannt, wie die Reaktionen sein werden, weil so würden die Leute sagen, ja, ist ein geiles Wohnmobil, wo hast du denn das bauen lassen? Und keiner würde auf die Idee kommen, dass du es selber gebaut hast, oder? Genau, richtig. Das sieht schon sehr professionell aus. Das sieht so aus, als hätte man es so kaufen können. Kann man ja im Endeffekt auch. Man muss noch ein bisschen Hand anlegen und einen 5 Ohne Werkzeug. 5 mm Imbusschlüssel bedienen. Das ist wirklich grandios. So, vielen Dank fürs Einschalten. Boxtool.com. Jan, jetzt darfst du mal faziten. Super geil. Also wirklich geil. Ihr habt mich geflasht. So, und da vorne ist das Fahrerhaus, da könnt ihr es nochmal sehen. 3 Personen können Platz nehmen, ein tolles Wohnmobil. Tschüss.